Stopp. Sie wissen, warum ich Sie angehalten habe? Nein, keine Ahnung. Was glauben Sie denn? Weil ich so gut aussehe? Oh, Sie sind ein Spaßvogel. Das Lachen wird Ihnen noch vergehen. Fahrzeugpapiere und Führerschein, bitte. Bitte sehr. Sie haben Ihren Führerschein in Bielefeld gemacht? Das erklärt einiges. Haben Sie mich gerade beleidigt? Nur indirekt. Also, warum habe ich Sie angehalten? Ich weiß es wirklich nicht. Wie schnell darf man denn in Bielefeld fahren? Innerhalb der Stadt 50 km/h. Auch vor Schulen? Nein, dort nur 30 km/h. Und wie schnell sind Sie eben gefahren? Ganz normales Tempo. Das können Sie Ihrer Mutter erzählen. Sie sind zu schnell gefahren. Was? Ich soll zu schnell gefahren sein? Sind Sie etwa schwerhörig? Ja, Sie sind zu schnell gefahren. Das kann gar nicht sein. Wollen Sie damit sagen, dass ich lüge? Nein, natürlich nicht. Aber es muss ein Irrtum vorliegen. Was für ein Irrtum denn? Vielleicht ist Ihr Messgerät zu ungenau. Sie zweifeln an deutscher Qualität? Wo wurde das Gerät denn hergestellt? Das Messgerät kommt aus Deutschland. Vielleicht haben Sie es ja falsch bedient. Selbst ein Dummer kann dieses Gerät bedienen. Gut, dann hat es daran nicht gelegen. Zurück zum Thema. Sie müssen eine Strafe zahlen. Oh je, wie teuer wird es denn? 100 Euro. Was? So teuer? Das ist noch nicht alles. Warum hatten Sie ein Telefon in der Hand? Ich hatte kein Telefon in der Hand. Wir haben ein Beweisfoto. Mit wem haben Sie telefoniert? Mit meiner Mutter. Wusste ich es doch. Es ist verboten, bei der Fahrt zu telefonieren.
Sie haben es doch selber gesagt. Was habe ich gesagt? Ich soll es meiner Mutter erzählen. Das war ein Witz. Ich habe auch nur einen Witz gemacht. Sie behaupten also, nicht telefoniert zu haben? Natürlich habe ich nicht telefoniert. Haben Sie Beweise? Die Batterie meines Handys ist leer. Diese Ausrede habe ich schon oft gehört. Ich kann Ihnen mein Telefon zeigen. Brauchen Sie nicht. Das kostet zusätzlich 100 Euro. Was? 200 Euro? Ich sehe, Sie können rechnen. Aber ich habe wirklich nicht telefoniert. Ich habe gesehen, wie Sie geredet haben. Ich habe Musik gehört und gesungen. Laute Musik im Auto ist auch verboten. Das sind nochmal 100 Euro. Die Musik war ganz leise. Halten Sie mich etwa für dumm? Ich bevorzuge es, diese Frage nicht zu beantworten. So, jetzt reicht's. Das war doch nur ein Witz. Steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug. Wenn Sie darauf bestehen. Ich schaue mir Ihr Auto jetzt genauer an. Öffnen Sie den Kofferraum. Okay, mein Kofferraum ist leer. Wo ist Ihr Verbandskasten? Der müsste eigentlich hier sein. Das macht nochmal 100 Euro. Was? Nochmal 100 Euro? Jedes Auto muss einen Verbandskasten haben. Ich glaube, ich drehe gleich durch. Haben Sie Alkohol getrunken? Ich trinke keinen Alkohol. Hauchen Sie mich mal an. Sie haben Knoblauch gegessen. Ich habe nur einen Döner gegessen. Sie hätten mich vorwarnen können. Ekelhaft. Das macht nochmal 100 Euro. Ich soll 400 Euro zahlen? Die Mehrwertsteuer kommt noch hinzu. Was? Sie müssen 476 Euro Strafe zahlen. Gute Weiterfahrt.
Daumen hoch und lerne noch mehr Deutsch mit diesem Video.